Telepathie hat die Menschen schon immer fasziniert. Wie geht das, miteinander zu kommunizieren, ohne unsere Sprache und Stimme oder die Körpersprache? Einfach nur eben telepathisch. Welche Bedeutung hat das für die Kommunikation untereinander? Und gibt es Telepathie zwischen uns Menschen und der geistigen Welt? Vielleicht oder sogar sicher ist es dir auch schon einmal so gegangen, dass eine dir nahestehende Person etwas ausgesprochen hat, was du gerade gedacht hast. Oder auch umgekehrt. Du hast sozusagen die Gedanken eines anderen empfangen und hast sie ausgesprochen. Und ihr wart vielleicht beide völlig verblüfft über diese Tatsache. Da lief etwas telepathisch. Natürlich sagen sich viele, na ja, der kennt mich sehr gut und dadurch kommt das. Wir haben ähnliche Gedanken. Und hättest das vielleicht niemals mit Telepathie in den Zusammenhang gebracht. Solche Situationen betrachten wir häufig als lustigen Zufall. Was aber, und jetzt erzähle ich etwas von mir aus meiner Studienzeit, wenn du ganz bewusst versuchst, jemand anderem deine Gedanken zu übertragen. Mir fiel es damals auf, dass es mir möglich war, meinem damaligen Freund, und der war ja mir sehr nahestehend, Gedanken zu übertragen. Wir haben es bewusst getestet. Umgekehrt ging es komischerweise nicht. Ich konnte ihm Gedanken übertragen und er hat sie akkurat wiedergegeben, umgekehrt nicht. Nach einigen Versuchen haben wir diese Praxis allerdings wieder aufgegeben, denn ich merkte, meinem damaligen Freund war das Ganze suspekt. Es kam ihm komisch vor. Nach meiner bisherigen Erfahrung und Erkenntnis ist telepathische Kommunikation möglich zwischen Menschen, die sich nahestehen, zum einen, aber auch dann erst, wenn sie auf einem Level, auf einer Ebene schwingen und von ihrem Glaubenssystem her es für möglich halten. Und das hat wiederum aus meiner Sicht, dem musst du nicht unbedingt folgen, etwas zu tun mit dem spirituellen Erwachensweg, mit dem Bewusstwerden dessen, wer wir eigentlich sind, nämlich Schwingungswesen, energetische Wesen, die immer wieder in einen menschlichen Körper inkarnieren, ansonsten aber zwischen den Inkarnationen energetische Wesen auf Seelenebene sind. Lass mich jetzt zum eigentlichen Titel dieses Videos kommen. Telepathie mit einem Unbekannten. Es ist ungefähr 2 bis 3 Jahre her. Meditieren tue ich schon sehr viel länger. Da brach plötzlich eine Stimme in meine Meditation ein und mir wurde schlagartig bewusst, dass das eine Wesenheit, eine Energie aus der geistigen Welt ist, die eine spezielle Botschaft für mich hatte. Ich habe sie als männliche Energie wahrgenommen und habe zwischenzeitlich immer wieder mit ihr telepathisch kommuniziert. Es geht wie ein Gespräch. Nur ich kann mich nicht an diese Energie wenden. Das funktioniert einfach nicht. Und mir wurde auch gesagt, dass das damit etwas zu tun hat, dass diese Wesenheit mal in der höheren Schwingungsebene sich aufhält und mal in der dichten Ebene unserer Erde. Wenn er in diesen dichten Energien der Erde sich aufhält, klappt das mit der Telepathie nicht. Das heißt, in dem Augenblick, wo eine Botschaft für mich da ist, das ist wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitz. Plötzlich ist das Gespräch da und wir reden miteinander, nur telepathisch, also auf geistiger Ebene. Auf diese Weise habe ich erfahren,
dass ich in meiner Inkarnation zwar hier ganz normal als Mensch mit dem ganz normalen menschlichen Werdegang inkarniert bin, aber in meinem bisherigen Leben als Seele noch nicht sehr oft hier inkarniert bin, sondern dass ich damals so eine Art Vorbote war. Und mir wurde auch gesagt, dass all diese Menschen, die so wie ich Vorboten waren, eine Vorhut der Kinder der neuen Zeit, wie man es heute nennt, die jetzt viel später und auch jetzt geboren werden, zwischen die Mühlsteine der damaligen Menschengesellschaft kamen und teilweise bis zur Unkenntlichkeit ja, zusammengeschrumpft wurden, weil sie sich anpassen mussten, um irgendwo dazugehörig sich zu fühlen. Und wir alle wissen, dass es eine Menge Menschen gibt auf unserem schönen Erdenball, die sich anders fühlen, nicht dazugehörig fühlen, aber es werden immer mehr und sie kommen miteinander in Kontakt. Und unsere Aufgabe ist es, wie eine Art Leitplanken zu sein, Leuchtfeuer zu sein für die neue Zeit und auch klar zu machen, all denen, die damals Vorhut waren, dass sie genau richtig sind, dass sie so anders nicht sind, dass ihre Aufgabe darin besteht, ihren Wesenskern jetzt endlich zu leben, sich zu entfalten und damit zum ja auch Vorbild zu werden und in gewisser Weise Führung zu übernehmen. Dabei geht es nicht darum, ein großer Guru zu sein. Das kann im ganz kleinen familiären Kreis passieren. Das kann im etwas größeren Bereich des beruflichen Umfeldes sein, im Freundeskreis, wie auch immer. Also, die Botschaft, die ich erfahren habe durch diese Wesenheit ist, bleib optimistisch. Es ist die Liebe, die jetzt das Sagen hat, unsere Herzensenergie. Und du brauchst dich nicht länger anders zu fühlen. Lebe dein wahres Selbst. Und dein wahres Selbst findest du im Kontakt zu deinem Herzen. Höre dir vielleicht einfach nochmal das Video an, schau es dir an von letzter Woche. Ich verlinke es auch nochmal. Da findest du auch eine Botschaft aus der geistigen Welt. So viel für jetzt. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich freue mich, wenn es so ist. Wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.